Herzlich willkommen in der Fleischlust Frankfurt. Mein Name ist Benny. Herzlich willkommen, Fußball 2000. Guten Tag, vielen Dank, schön, dass wir hier sein dürfen. Die Eintracht hat sich noch nicht das ganze Fleisch genommen. Ob das noch passieren wird, wissen wir nicht. Ich bin ein bisschen down noch, es ist aber auch Montag. Gucken mal, ob wir uns in der Folge wieder reinhypen können, weil am Ende hat Kevin Prince Boateng das auf der Pressekonferenz, glaube ich, seine erste richtig gesagt. Natürlich sind wir Eintracht Frankfurt und natürlich gewinnen wir in Freiburg. Mal gucken, ob wir in diesen Spirit kommen. Lasst schon mal Likes da, Kommentare, habt ihr das hinter euch. Oh je, oh je, oh je. Eintracht, Eintracht, Eintracht. Was machst du mit uns, Alter? Fußball 2000, wir sind wieder hier nach diesem, ernüchternden 2:2 der Frankfurter Eintracht gegen den FC St. Pauli. Und ich würde sagen, wir fangen unsere Therapiesession an. Ich gucke in lauter leere Gesichter und muss fragen, Basti, du warst beim Spiel, wie geht's dir? Schlecht. Was gedacht? Keine Ahnung. Also ich bin ehrlich, ich habe mich noch nicht beruhigt. Im Gegensatz zu gestern. Gestern war ich auch ein bisschen leer, ein bisschen verwundert, ein bisschen sauer auch. Also ich habe auch gestern hinter der Kamera noch viel geschimpft, ehrlich gesagt. Ich habe ja auch angekündigt, dass Dinge in mir sind, die vielleicht unfair sind. Aber das ist, glaube ich, in dieser Enttäuschung normal. Und ich glaube auch, dass diese Enttäuschung richtig ist. Man braucht jetzt nicht so zu tun, als wenn man sofort in diesen, sei doch mal dankbar Modus schalten muss. Nein. Das werde ich wahrscheinlich im Sommer irgendwann hinkriegen, aber wer mir das jetzt sagen will, am Montag nach diesem Spiel, sei dankbar und Europa League ist auch ein Erfolg. Nee, Freunde, da bin ich aktuell nicht dabei. Und ich bin einfach sauer, dass die Eintracht, man kann es so sagen, die ersten 2 von 3 Matchbällen einfach fahrlässig ins Netz gehauen hat. Das Wort fahrlässig gehört an gewissen Stellen, in Teilen, bei allem Pech, was man auch gehabt hat, dazu. Jetzt rede ich mich doch wieder auf! Das ist definitiv so. Also fahrlässig ist ein wichtiger Punkt und man muss auch ganz ehrlich sagen, es sind Matchbälle, die Eintracht nicht genutzt hat und das brauchen wir auch gar kein anderes Narrativ bemühen. Das ist einfach ein Fehler und ich muss auch sagen, ich war gestern 2 Stunden, habe ich wach gelegen im Bett, weil ich so sauer war und ich versuche dann immer bei mir irgendwie eine Produktivität herzustellen. Hab dann gedacht, okay, vielleicht mache ich jetzt einfach so ein kleines Hype-Video, ne? Und dann fällt mir aber auf, dass wir die ganze Musik, weil wenn ich im Fernsehen ausgestrahlt werden, wir dürfen nur rechtefreie Musik verwenden. Das heißt, ich kann die bekannten Lieder, die wir alle kennen, kann ich gar nicht verwenden. Und dann fällt mir noch auf, ich darf auch keine Spielszenen eigentlich verwenden, sondern nur Standbilder. So. Dann machen wir es auch lassen. Und dann habe ich gedacht, dann können wir es auch lassen. Dann habe ich auch keinen Bock mehr gehabt und bin dann noch sauer ins Bett gekommen, weil ich mich einfach nicht beruhigen konnte, das nicht in eine kreative Energie umwandeln konnte. Aber kreative Energie ist auch so ein Beispiel. Das hat ja bei der Mannschaft gefehlt. Ne? Ich bewundere dich ein bisschen dafür, dass du gestern zumindest den Versuch gestartet hast, noch produktiv zu sein. Ich war gefangen in einer Mischung aus Ernüchterung und Enttäuschung, die ich so seit langer Zeit nicht mehr gespürt habe, weil mir relativ schnell klar war, dass das jetzt 2 Mega-Gelegenheiten waren und dass es sehr viel brauchen wird, um das am kommenden Samstag noch irgendwie zu reparieren. Ja. Und diese Fahrlässigkeit, die angesprochen wurde, die triggert mich hart. Dieses fehlende Bewusstsein dafür, was da gestern auf dem Spiel stand, in jeder Hinsicht, dass es Fußball taktisch wie emotional nicht ansatzweise das war, was du an diesem Tag gebraucht hast, das lässt mich fassungslos zurück. Das ist genau das Richtige, was du ansprichst, denn es ist tatsächlich so, man muss es als solches begreifen. Es waren Matchbälle und du hast, das Spiel nach Mainz wurde schon ein wenig, sage ich mal, positiver geredet, als es war. Du hast da den Killerinstinkt schon vermissen lassen. Wir waren vor Ort, wir haben gesehen, dass die Eintracht dieses Spiel nicht mehr zwingend gewinnen wollte. Es war eigentlich fast egal, du hättest auch verlieren können, aber du hast nicht mehr alles auf eine Karte gesetzt. Und dieses dauerhafte im Korsett bleiben, dieses ständige im Korsett, dieses Nicht-Ausbrechen, nicht mal eine Überraschung, auch gar nicht eine Überraschung in der Startaufstellung, mal was anderes machen, sondern immer das gleiche Konstrukt, ausrechenbare Konstrukt. Natürlich, wir können sehr viele Argumente finden dafür, warum es aktuell offensiv nicht klappt. Das hängt viel auch damit zusammen, dass wichtige Leute entweder weg sind oder ausgefallen sind. Trotzdem ist es eine Mannschaft, die vom Selbstanspruch eigentlich die Champions League will. Und das sehe ich halt auch in der Offensivkraft einfach nicht. Und das habe ich entweder vom Konstrukt, das heißt aber auch, wie ich diese Mannschaft einstelle, nicht schon gegen Mainz nicht gesehen. Und für mich war auch Freiburg kommt noch, St. Pauli ein weiteres Beispiel dafür, dass die Eintracht nicht den Schlüssel findet, lieber Christopher. Es war halt eine Blaupause für die Spiele gegen tiefstehende Gegner oder gegen die dich hoch anlaufen. Dann fehlt der Eintracht eine Lösung. Gerade auf der 6er, 8er Position fand ich sehr dürftig. Ja. Ich fand generell, es war bezeichnend, dass Arthur Theater am Ende mit 153 Ballkontakten die meisten hatte. Hat halt gezeigt, dass man sich in den völlig falschen Räumen aufgehalten hat. In meinen Augen erstmal war die ganze Herangehensweise in meinen Augen falsch, dass da auch eine Kontertaktik setzt. Einen tiefstehenden Gegner, der die Ja, aber lass mich mal bitte jetzt, du fängst erstmal mit diesem 3-4-3 mit der Kontertaktik an. Dann machst du sogar
nach 23 Sekunden den Konter, bereitest ja eigentlich das Feld vor und lässt sich dann in der Kontertaktik zweimal billig auskontern. Das darf nicht passieren. Zweiter Punkt, Dino Topmöller muss in Minute 20, müssen da draußen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden und in Minute 30 muss es 3 Wechsel geben in meinen Augen. Das fängt an, Skiri, der gar nicht im Spiel war, Chaby rein, Usun mit rein für Bahoya, Knauf raus gegen Batshuayi und du musst das ganze System eigentlich schon in Minute 30 umstellen, weil in der Sekunde, wo das 2-1 für Pauli gefallen ist, war klar, was auf dich zukommt. Die Reaktionen waren zu langsam, du hast dann Batshuayi für Bahoya gebraucht, hast den Batshuayi 15 Minuten im luftleeren Raum rumhängen lassen, weil es nicht eine richtige Doppelspitze war, weil du hattest ja keinen Verbindungszehner, das kann Ansgar Knauf nun mal nicht, bei allen Qualitäten, die er hat. Und so sind dann, sage ich mal, mehr oder minder zwischen den 1:2 bis zur Usun und Chaby Doppeleinwechslung sind eigentlich 40 bis 50 Minuten verschenkt worden. Und das sind die Sachen, die mich analytisch ärgern und wo ich einfach sagen muss, ja, man kann jetzt sagen, das war ein Wirkungstreffer, eine Mannschaft muss sich schütteln, aber diese Mannschaft konnte in dieser Zusammensetzung nicht mehr auf dieses 1:2 reagieren. Die hatte nicht diese Mittel dafür. Und wenn ich als Trainer diesen vollen Werkzeugkoffer habe, von dem wir immer reden, dann muss ich auch mal unpopulär sein und sagen, okay, jetzt müssen wir die Maßnahmen ergreifen, weil das in dieser Systematik und Herangehensweise ganz einfach nicht klappt. Und das ist der größte Vorwurf, den ich an gestern habe. Und dann kommt halt so ein Geplätscher daher, dass du nach 90 Minuten dann rausgehst, enttäuscht bist, frustriert bist, sauer bist und ja. Ich möchte noch ergänzen, ich fand es sehr gut analysiert. Auf jeden Fall spieltaktisch gehe ich da absolut mit. Ich habe auch vieles, was das angeht, nicht verstanden. Und es ist ja ein wiederkehrendes Phänomen. Du redest über wiederkehrende Probleme. Ja, ballsicherer, spielstarker, Sechser, Achter im Zentrum, diese Problematik ist bekannt. Ob diese Ausrichtung, wie sie gestern von Anpfiff weg auf den Platz kam, gegen diesen Gegner richtig ist, das etwas suboptimale In-Game-Coaching ist auch eine Sache, die sich durchzieht. Aber was ich noch draufsetzen möchte, ist, dass du jetzt 2 Endspiele hattest, in Mainz und gegen St. Pauli. Und in beiden Spielen wollte der Gegner deutlich mehr als du selbst. Das ist das, was Basti immer als Modus bezeichnet. Modus. Völlig zu Recht. In beiden Spielen gegen diese Gegner, wo du etwas Historisches schaffen kannst, hat diese Mannschaft, ob von sich aus oder von außen, nicht den Modus mitbekommen. Modus. Um das so zu begreifen. Und das ist was noch erschwerend hinzukommt, dass du nicht mal diese emotionale Ebene kreiert hast, um diese Mannschaft so da rauszuschicken, dass selbst wenn es ein fußballerisch nicht so guter Tag ist, die das über andere Faktoren regelt. Und das finde ich das ist für mich der Punkt. Ich finde es, ihr habt super beschrieben. Ich finde es aber tatsächlich total wichtig, genau auf diesen Modus auch zu gehen, weil du musst ja den Willen sehen. Und du musst ja die Geilheit darauf sehen, auch auf dem Platz, dass wie die Ränge, weil die Ränge waren gestern prall gefüllt, jeder hatte Bock, es war das beste Sommerwetter, es war eine herausragend krasse Stimmung, es war laut, jeder war motiviert. Die einzigen, bei denen ich die Motivation nicht bis in die Fingerspitzen gefühlt habe, war eigentlich tatsächlich die Mannschaft am Platz und tatsächlich auch das, was neben dem Platz so ein bisschen passiert ist. Und da muss ich sagen, warum ist das so? Warum kriegt man es auf der einen Seite gegen Leipzig hin mit einem herausragenden Spiel, sich, sage ich mal, in den Fokus zu schießen und sagt, okay, 4-0, okay, Wahnsinn. Das heißt, da haben wir jetzt auch die Chance, wirklich die Champions League aus eigener Hand klar zu machen, um dann gegen Mainz und jetzt gegen St. Pauli nichts davon zu zeigen, was wir gegen Leipzig gesehen haben. Basti, hast du irgendwie eine Erklärung? Warum kommen die nicht in den Modus? Modus. Keine Ahnung. Das ist wirklich für mich ein Rätsel, weil Phil hat's gesagt, diese Chance ist ja historisch. Ja. Und da will ich einfach sehen, ich will diese Magic sehen, ich will dieses Sparkle, ich will einfach dieses Gefühl greifen können, dass die Mannschaft das auch weiß. Ja. Und ich würde dir tatsächlich widersprechen, dass von den Rängen gestern viel kam. Ich fand es auch teilweise erschreckend, wie leise das Stadion war, weil das wirkte so, als wäre das Stadion plus 5, das habe ich gar nicht verstanden, weil das hilft in der Situation gar nicht, Leute. Wenn die Eintracht so struggelt, wie sie gestruggelt hat, und du hast diese berühmten 40 Minuten angesprochen, wo du das Gefühl hattest, hallo. In diesen 40 Minuten kannst du eigentlich als Publikum auch mehr Einfluss auf das Spiel nehmen. Das haben die Fans auch nicht gemacht. Das muss man selbstkritisch auch sagen. Das war dann irgendwie so eine bleierne Schwere bei der Mannschaft und bei den Zuschauern, weil irgendwie jeder, glaube ich, diese Angst gespürt hat. Und ich glaube, die Mannschaft hat am Ende Angst gehabt. Und dass die Mannschaft nicht in den Modus gekommen ist. Modus. Hat wahrscheinlich dann einfach vorm Spiel schon angefangen. Dass du das Gefühl hattest, okay, es ist wieder dieselbe Aufstellung. Der Trainer kann sich, glaube ich, locker darauf einstellen.
dieses Duell Topmöller-Blessin hat auch eine Geschichte gehabt, das haben wir vorher angesprochen. Das hat Blessin wieder für sich entschieden tatsächlich, weil St. Pauli sehr, sehr schnell gezeigt hat, was der Plan ist. Und das war über ihre linke Seite, die Eintracht in Schwierigkeiten zu bringen. Das hat 4-mal funktioniert und 2-mal ist ein Tor dabei gefallen und 2-mal musstest du in höchster Not retten. Das heißt, so ein bisschen war die Pace schon gesettet von St. Pauli Seite aus. Und dann glaube ich schon, dass man hier zumindest mal den Erstansatz finden kann, das auch alles zu verteidigen, Trainer und Mannschaft. Weil das dann halt eine Situation ist, dann ist der Druck halt schon maximal. Wenn du plötzlich 2-1 zurückliegst gegen St. Pauli, dann bist du, glaube ich, auch in so einem kleinen Schockmoment. Und das habe ich habe das verstanden. Ich habe aber nicht verstanden, warum man zum Beispiel in Mainz diese zweite Halbzeit auch schon so angegangen ist. Weil da hast du eigentlich keinen Schockmoment. Leute, das ist der erste von 3 Matchbällen. Da kannst du mit lockerer Hose noch sagen, dass das, was, und das habe ich nicht verstanden, das, was die Eintracht in der zweiten Halbzeit gegen St. Pauli gemacht hat, diese Wechsel und endlich mal Doppelspitze und Batshuayi mit einem Verbindungszehner endlich in die Situation zu bringen, bevor ich auf Batshuayi losgehe und sage, warum hast du keine Torchancen? Jo, Bruder, weil du auch die ganze Zeit diese Verbindungszähne, die du angesprochen hast, nicht hattest, dann hat er zeigt, warum er ein Mittelstürmer ist. Stürmer. Der hatte 3 Dinger. Der hatte 3 Dinger? So, der hatte 3 Chancen hat sich in Position gebracht. Ja. Digga, das kannst du in der zweiten Halbzeit in Mainz auch schon machen. Ja. Und wenn du da, wie du es gesagt hast, wenn du da verlierst, der Punkt ist völlig egal. Du musst jetzt sowieso in Freiburg unentschieden oder gewinnen. Also von daher, ich habe es nicht verstanden, warum das gegen St. Pauli dann nicht geklappt hat, kann man ja erklären an gewissen Stellen. Aber ich verstehe diesen allgemeinen ängstlichen Modus nicht, weil am Ende ist es ja nicht so, als wenn die Eintracht das schaffen muss, sondern die Situation hat sich so ergeben, dass Dortmund lange Zeit jetzt nicht mehr gestruggelt hat, dass Stuttgart sich aufs Pokalfinale konzentriert, dass in RB Leipzig der Baum brennt, dass Wolfsburg wie immer seine Gelder nicht richtig einsetzt und deswegen Freak-Situation mäßig dieses Fenster überhaupt erst aufgegangen ist. Und wenn du da nicht reingehst, solltest du dich zu Tode ärgern. Und das habe ich nicht gemerkt. Ja, und es ist natürlich dieses zu Tode ärgern, aber wenn wir uns einfach nur auf die Eintracht fokussieren, dann ist es trotzdem auch eine Chance, die wir zum ersten Mal seit 92, 93 wieder hatten, auf Platz 3 zu landen. Selbstbestimmt in der Liga auf Platz 3 zu landen, was ein riesen Erfolg ist. Wenn wir die Historie der Eintracht beleuchten in den letzten Jahren, die allermeisten Zuschauer, die bei Fußball 2000 am Start sind, kennen tatsächlich nur die Zeit des Misserfolgs und sind jetzt alle überrascht, dass es seit der Relegation nach oben gegangen ist. DFB-Pokalsieg, Europacup-Sieg, Champions-League-Teilnahme. Aber jetzt dann auch aus der Liga heraus ein Ausrufezeichen zu setzen, was wir schon mal verpasst haben. Ich erinnere an die bittere Situation damals mit Hütter, der dann irgendwie vor 4 Jahren, als er seinen Abgang bekannt gegeben hat, das war Mainz, Schalke, Freiburg, wir haben es ja immer wieder gesagt, wo wir alles verdattelt haben. Aber ich habe das Gefühl, dass die Eintracht vielleicht oder die Spieler Mainz und Freiburg. Ja, natürlich, aber ich habe das Gefühl, dass die gar nicht realisieren, welche Chance da ist und ich weiß nicht, ob sie es vielleicht gar nicht ernst genug oder realisieren das zu sehr. Was man schon jetzt spürt in der kurzen Zeit Topmöller, dass so dieser Endspielmodus bislang, dass er den nicht angezündet bekommt. Wir haben Saint-Gilloise geredet, wir haben Saarbrücken geredet. Wir erinnern uns an das 0:3 in Leipzig, was sang- und klanglos verloren wurde. Am Ende Tottenham hat auch diese letzte Energie und du hast irgendwie das Gefühl, je krasser es auf eine Entscheidung drängt, desto auf einmal so alles so weg, was diese Mannschaft die hat sich ja auch mit einem teilweise wirklich tollen Fußball, weißt du spielst gegen Leipzig, spielst du so einen Fußball, du hast eigentlich so eine Euphorie, dass du einfach nur noch sagen musst, Leute, bleibt auf diesem Gaspedal und lasst es laufen und du hast das Gefühl, mit jeder Sekunde wird es verkopfter. Ja. Das geht auch, finde ich, von der Trainerbank gestern los. Topmöller, der eigentlich immer sehr aktiv coacht, war phasenweise gestern eine Viertelstunde nicht zu sehen. Das hat natürlich alles eine Ausstrahlung. Das Publikum war unfassbar nervös, natürlich auch geprägt durch die Ergebnisse des Vortages. Freiburg gewinnt irgendwie da in Kiel. Die Dortmunder drehen das 1:0 in Leverkusen komplett mit dieser lähmenden Angst, die ja dann auf einmal umgeht. Dann kriegst du aber eigentlich, und darauf will ich nochmal, du kriegst nach 25 Sekunden dieses Geschenk auf den Tisch gelegt. Du kriegst es auf den Tisch gelegt und du wirklich versaust es komplett und gehst mit einer 2-2 Niederlage raus von der ganzen Stimmungsatmosphäre. Vor allem, Christopher, das ist das zweite Mal in Folge passiert. Du hast in beiden Spielen die Spielgeschichte komplett auf deiner Seite in der ersten halben Stunde. Diesmal noch krasser als vorher. In beiden Spielen läuft der Gegner mit einem Torwart auf, der noch nie in der Bundesliga von Beginn an gespielt hat. Und du kreierst kaum Torchancen gegen eine Abwehr. Wie viele von der Pauli-Abwehrkette kanntet ihr gestern? Von Ritzka, Nemeth und Wahl. Überleg dir mal, dahinter ein Torwart
Torwart, der sein erstes, also no offense, ne, alles gut, aber das ist wirklich, da musst du doch in diesen Modus reinkommen. Modus. Dass du die auffressen willst, dass du die auffressen musst, das ist in Mainz mit einer Führung, noch mit 2 Auswechslungen beim Gegner, hast du komplett den Faden verloren. Richtig. Und gestern wieder, trotz einer Führung nach paar 20 Sekunden, dieses ganze Stadion tobt, steht Kopf. Es ist, und vor allen Dingen, man muss auch ehrlicherweise sagen, mir hat auch die Kommunikation hinterher nicht gefallen, vor allen Dingen vom Trainer. Weil wenn ich mich hinterher nach so einem Spiel hinstelle und sage, irgendwie das Quäntchen Glück hat gefehlt, dann muss ich sagen, das sendet auch falsche Signale. Das kannst du nach einem solch in Summe enttäuschenden Spiel, kannst du das so nicht sagen. Jetzt rede ich mich doch wieder auf. Nee, finde ich total wichtig und richtig, dass du das sagst. Und ich finde es auch spannend und gut, dass du auch nochmal, auch Mainz nochmal, auch gerade die Torhüter-Situation ansprichst, weil das ist ja genauso, was wir immer wieder gesagt haben, was total basic ist. Neuer Torhüter, neue Bundesliga-Situation, stress den, setz den unter Druck, versuch den dementsprechend so zu verunsichern. Und natürlich, wenn du meinst, ich hasse es, ich war in der Nachbesprechung in Mainz ja leider nicht hier, weil ich im Workshop war, aber das hat mich so geärgert, weil das Mainz-Feld war ja gelegt, dann alle sind verletzt und gehen raus und du holst Mainz ja selber zurück ins Spiel und dann machen die fast noch 2-1, musst du ja die Angst haben. Also total fahrlässig und die Eintracht ist in diesen dauerhaft fahrlässigen Situationen wirklich ein dankbarer Gegner aktuell und das ärgert mich, weil wir normalerweise trotz allen Schwierigkeiten die Qualitäten haben, dieses Spiel immer für uns zu streiten. Wobei trotzdem man sagen muss, mit Blick auf die gesamte Rückrunde ist das auch unterm Strich eine Sache, die jetzt nicht völlig überraschend kommt. Nein, natürlich, das ist ja alles klar. Wenn du die Ausnahmeleistung von Omar Mamouche subtrahierst, dann ist das ergebnistechnisch betrachtet eine durchschnittliche Bundesligamannschaft. Und genauso sieht diese Rückrunde aus. Das stimmt, aber ich will trotzdem noch sagen, jeder hat ja den Anspruch. Und jetzt kommen ja schon die ganzen Clowns und sagen jetzt hier schon, wir haben noch einen Bundesligaspieltag, davor hatten wir noch 2 Bundesligaspieltage. Und jetzt geht das große Transfergetratsche schon wieder los, was das lästigste, beschissenste in der Bundesliga ist. Weil eigentlich geht's hier um Wettbewerb. Eigentlich geht's darum, Bundesliga und Fußball zu erleben und das im Stadion zu erleben und nicht die ganze Zeit irgendwie hinzutwittern, wer dahin wechseln könnte, weil das nervigste, beschissenste und das, was diese Bundesliga kaputt macht. Und aber das fängt natürlich jetzt schon an und jetzt gibt's Einzelinteressen wie von Ekitike und Co., wo es jetzt schon darum geht, ja, wo wechselt er hin? Es ist mir scheißegal. Die sind alle bei der Eintracht, die haben alle jetzt den Anspruch, die verdienen Geld bei der Eintracht und müssen das beste mögliche Ergebnis bei der Eintracht jetzt noch liefern. Und ich habe wirklich gar kein Interesse mehr daran, dass sich jeder nur mit Halbwissen, Halbgeilheiten daran einen runterholt, mehr oder weniger, um zu sagen, wo könnte der denn hinwechseln? Das ist mir scheißegal. Der spielt bei der Eintracht, wo der in 3 Jahren ist, wir wissen es. Die Bundesliga ist ein Geschäft der Vergänglichkeit. Aber jetzt ist die Möglichkeit, noch das Wahnsinnige, Unmögliche zu erreichen, dass wir wirklich in der Liga am Platz 3 erreichen. Und das ärgert mich, dass es offenbar nicht überall ankommt. Und das finde ich schade, aber das ist eine Energie, die ich hier gerade zeige, die ich auch ganz gern bei der Mannschaft mal sehen würde. Und vielleicht auch in der Ansprache in der Trainerkabine, Basti. Es würde mir gar nicht so schlecht gefallen. Ich hätte nicht gedacht, Marvin, dass wir heute die Rollen tauschen müssen. Weil ich habe ehrlich gesagt ähnliche Gefühle wie du in mir, bin aber durch die Ausführungen von uns allen jetzt hier fast in der Situation, wo ich sagen will, Leute, wir müssen uns auch ein bisschen beruhigen. Wir müssen uns ein bisschen beruhigen, weil noch ist auch nicht alles verloren. Die Ausgangssituation ist, wir brauchen einen Punkt in Freiburg. Die Mannschaft hat auch gezeigt, dass sie genau aus so Phasen, wo wir alle so sauer waren, dann genau im nächsten Spiel eben den Schalter noch umlegen konnte und irgendwie einen positiven Spin reinbringen konnte. Phil, du hast auch schon angesprochen. Mit Götze und Mamouche fehlen die 2 wichtigsten Spieler der Hinrunde. Muss man ganz klar sagen. Das erklärt, glaube ich, auch diese graue Rückrunde. Ich glaube, die Eintracht ist Platz 7 in den letzten 15 Spielen, wenn ich das richtig in meiner App nachgeschaut habe. Also so ungefähr. Spielst eine durchschnittliche Rückrunde, weil du deinen besten Stürmer verloren hast. Du hast noch einen Trainer, das ist sein 2. Bundesliga-Jahr. Du hast den einen oder anderen Spieler auch, der nicht an sein Leistungslimit kommt. Du hast gewisse Situationen, die auch nicht für dich laufen. Weil ganz im Ernst, Leute, wenn gestern der Ball Batshuayi nicht an die Hand springt und der Ball hat den einfach so rein, dann bin ich hier besoffen. So, und am Ende, klar, ich will es nach dem Spiel auch nicht hören. Das habe ich an der Reaction schon gesagt. Erklär's mir bitte nicht. Aber da ist ja schon was dran. Das ist im Endeffekt trotzdem so, dass die Mannschaft gestern noch mal in Spirit gekommen ist, den Ausgleich gemacht hat, die eine oder andere Chance gehabt hat. Es gab diese Riesenchance. Wie gesagt, wenn der Ball ihm nicht an die Hand springt, dann bin ich hier besoffen in der Sendung, weil ja, aber du hast ja Nachricht etabliert. Aber trotzdem, nein, eine Chance. Nochmal. Ja. Es ist am Ende so, man muss jetzt aufpassen, weil ich bin eigentlich auch in dem Modus. Man muss aber aufpassen, dass man nicht alles in Grund und Boden redet, was Trainer, Mannschaft betrifft, weil das ist eine geile Mannschaft, das ist ein geiler Trainer, dabei bleibe ich noch. Auch wenn ich dabei bin, dass diese Zweifel, was diese Endspiele betrifft, die trage ich auch in mir. Aber am Ende ist das auch für Dino Topmüller jetzt eine Phase, wo ich sagen muss, okay, Bruder,
Die Zweifel sind da, ob du die Leute in den Modus bringen kannst. Modus. Gerade in diesen entscheidenden Knackerspielen, weil wir gesehen haben, okay, an der einen oder anderen Stelle hat es nicht funktioniert. Aber in Freiburg steht jetzt auch ein Knackerspiel bevor. Und für mich wird es elementar sein, wie die da auftreten. Weil zum dritten Mal, wenn die Eintracht zum dritten Mal in Freiburg so auftritt, wie in Mainz und gegen St. Pauli, dann stimmt irgendwas nicht. Weil du hast in Mainz einen in die Schnauze bekommen, da konnten wir alle noch gönnerhaft sagen, ja meine Güte, das war jetzt der erste Matchball von 3. Ja, aber jetzt hören wir doch mal auf mit diesen Rückblicken. Es bringt genau nach vorne. Nein, die gehören aber zusammen. Du musst ja die Learnings aus dem Mainz-Spiel ziehen. Du musst sagen, okay, da sind wir zuletzt fair reingegangen. Gegen St. Pauli hat uns dann die Situation überrumpelt. Fertig jetzt. Diese beiden Spiele, wie du sagst, die schieben wir jetzt weg, weil wir kommen jetzt wieder in den Modus zu sagen, es ist die trotzdem noch historische Chance, dieses fucking Spiel in Freiburg zu gewinnen. Und das sind geile Spieler. Muss ja nicht mal gewinnen übrigens. Ja, unentschieden Spieler. Das sind geile Spieler. Marvin, du hast eben angesprochen, Transfergerüchte. Die gibt's ja auch nicht umsonst. Da sind Spieler, die haben Marktwerte generiert. Das ist jetzt auch keine Bumstruppe, wo man immer nach dem Spiel sagen muss, ja gut, aber das ist auch noch eine junge Mannschaft. Leute, da waren 7 erfahrene Spieler in der Mannschaft. Ja. Und diese 7 erfahrenen Spieler werden es schaffen können, gegen Freiburger mit einem negativen Torverhältnis einen Punkt zu holen. Das ist möglich. Ich muss das aber auf dem Platz sehen und du musst das vielleicht auch in der Woche vorher mal auf der PK sehen. Ja. Dass man da nicht so rumdruckst und das ist wieder Vintage letzte Saison. Setz dich so auf die PK und sag, was denn? Freiburg muss erstmal kommen. So viele Tore haben die auch nicht geschossen und wir sind immer gefährlich und dann setzt die Eintracht halt vielleicht mal diese Nadelstiche, wie St. Pauli das bei uns gemacht hat, weil du ein bisschen mehr Raum bekommen wirst. Ich will nicht, dass die Eintracht jetzt genauso drauf ist wie wir. Leute, fahr nach Freiburg, hol diesen verschissenen Punkt, weil dann reden wir auch wieder alle anderen. Also Basti, ich bin top motiviert. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das hast du, glaube ich, eben gemerkt, aber Phil wollte auch noch was sagen. Die PK wäre mir egal. Mir wäre wichtig, was intern passiert. Ja. Darauf kommt es an, wie intern geredet wird. Was der Topmöller und Krösche draußen sagen, ist völlig wurscht. Intern muss es rappeln. Und es ist ganz klar, du darfst dich jetzt auch nicht von dieser Angst im Umfeld anstellen. Also das ist jetzt das Wichtigste, weil jetzt geht's ja wieder los. Rostock 92. Diese Angst, aber Marvin, diese Angst, nein, das ist jetzt mal ganz, das ist keine Bullshit. Du hast einfach, du musst die Zielgruppe bei YouTube bei Fußball 2000. Die kennt die Zielgruppe kennt Rostock 92, auch wenn sie es nicht gesehen hat. Was ich nur damit sagen will, ist, Eintracht ist ein Traditionsverein mit einer großen Tradition und in dieser Tradition spielen einfach auch viele Ängste mit. Und diese Ängste, die hast du gestern, finde ich, in diesem Stadion komplett gespürt. Ja. Dass diese Angst einfach da ist, dass das wieder in der Bundesliga. Und du musst nicht nach Rostock 92 gehen, es langt zur Hütte 21 zu gehen. Diese Angst vor einem Versagen im Endspurt in der Bundesliga, die ist in Frankfurt real. Und die darfst du nicht in die Köpfe reinkommen lassen, der Spieler. Die musst du sozusagen förmlich davor verschließen, dass diese Angst reinkommt und denen einfach klar machen, Leute, ihr habt jetzt wirklich in Freiburg 100 Minuten mit Nachspielzeit, vermute ich mal, wird es da bestimmt geben. Das werden bestimmt nicht nur 90 Minuten, wo ihr wirklich alles mit euren Qualitäten lösen könnt. Und der Basti sagt's richtig. Du wirst ein anderes Spiel bekommen. Außerdem in Freiburg hast du sogar eine ganz gute Bilanz, auch wenn er das nicht denkt, gegen die Freiburger. Und ich würde auch sagen, du hast alle Waffen im Köcher, um Freiburg besiegen zu können. Alle Pfeile im Köcher, nicht die Waffen. Aber sorry, das ist klar. Das ist Captain Obvious jetzt hier. Wir haben eine Mannschaft, die in der ganzen Bundesliga-Saison bis auf die letzten Spiele gezeigt hat, dass sie die Qualität hat. Das Problem ist doch nur, dass sie es nicht auf den Platz bekommen zuletzt. Und dass sie halt offensiv keine Lösung entwickeln, um das wirklich zu zeigen. Dass die Mannschaft die Qualitäten hat, die Einzelspieler, ist doch ganz klar. Sie müssen, und ehrlich gesagt, ja, Angst. Da müssen wir mal über Abstiegskollegen sprechen. Das ist eine reale Angst. Die Eintracht hat jetzt eine Angst, nicht in die Champions League zu kommen. Das kann aber trotzdem mal was Positives verwechseln. Ne? Ich meine, im schlimmsten Fall kommen wir in die Europa League. Das ist jetzt auch kein kompletter Eskalation. Jeder hätte das hier unterschrieben vor Ende der Saison. Letzten Saison wäre das okay gewesen. Also man muss nicht immer so tun, als wäre alles totale Endstimmung. Wenn ich hier einen Ausraster habe, hängt das damit zusammen, dass ich auch mal ein bisschen motivieren will, dass man mal positiv sieht, was möglich ist, was aber auch gerade real nicht geklappt hat, weil momentan habe ich das Gefühl, alle wollen immer nur einwickeln und uns einlullen, dass alles nicht so schlimm ist. Es gibt Situationen, die nicht gut laufen, aber es ist trotzdem immer noch die Möglichkeit. Ja, natürlich hast du vollkommen recht, dass es gegen Freiburg noch klappen kann. Also zunächst mal, das Schöne und das Wichtige ist ja, du brauchst wirklich nur ein Unentschieden in Freiburg. Du kannst nach wie vor alles selbst regeln. Aber ich habe trotzdem berechtigte Zweifel, trotz allem Optimismus, den wir zu Recht auch versuchen reinzubringen. Zum einen, weil ich fürchte, dass diese Mannschaft in dieser Konstellation, wie sie da beisammen ist, vom Mindset her, die ist nicht für Endspiele gemacht.
Das ist das, was ich schon länger in mir trage. Und wenn du jetzt mit internen Klartext, und das ist alles richtig. Ich würde es genauso machen, Christopher. Die Frage ist, was bewirkt das bei der Mannschaft? Das ist die Frage, die ich nicht beantworten kann. Die ist völlig offen. Aber die haben doch gerade hingelegt. Dann redet doch so mit der Mannschaft, wie Marvin gerade geredet hat, zu sagen, Leute, hier sind die nicht in Abstiegsnot. Nee, ihr müsst keine Angst haben um die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle. Nein. Ihr müsst nicht Angst haben, dass dieser Verein irgendwie in seinen Grundfesten einstürzt, sondern ihr habt die Chance, dass Leute sich eure Trikots kaufen, Tattoos machen, deinen Namen für immer kennen werden, bla bla bla. Ihr könnt doch in diese Legacy rein. Das ist doch was Geiles. Du kannst eine Legacy-Eintracht werden, zu sagen, ey, das ist der Stürmer, der in Freiburg in der 90. Minute den Ausgleich gemacht hat, als wenn wir diesen Namen jemals vergessen. Und dann sitzen 30 Jahre Leute bei Fußball 3000 und reden noch über diesen einen Spieler, der irgendwie, bei ganz im Ernst. Basti, das ist doch der Punkt. Ich finde es total spannend, weil da kannst du doch die Spannung hinpacken zu 2021, weil die Spieler, die da versagt haben, aber es war nicht der Spieler, weil Hütte ist der Einzige, der in Erinnerung bleibt. Bei den anderen Spielern ist mir jetzt auch scheißegal. Das ist ja nicht so als totales Blame-Game, aber du hast die Möglichkeit, jetzt am letzten Spieltag gegen Freiburg dich in die Balance der größten Eintracht-Spieler aller Zeiten zu kicken, weil es seit 92, 93 nicht mehr aus der Liga gelangt, auf Platz 3 zu kommen. Das heißt, es ist aus eigener Kraft, die Champions League in der Liga zu erreichen, ist das maximal Größte, was man sich als Eintracht-Fan vorstellen kann, weil wir genau wissen, die Bundesliga, die Meisterschaft kriegen wir eher nicht. Aber wir könnten auch Heribert Bruchhagen zeigen, dass die Bundesliga gar nicht so zementiert, dass wir uns jahrzehntelang vormachen wollten, weil wenn wir Platz 3 erreichen, haben wir nichts mehr mit Zementierung. Das ist eine positive Sache. Phil, um das nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast. Im Endeffekt ist es aber genau das und deswegen habe ich auch über die vergangenen Spiele gesprochen, weil du hast es in Mainz falsch gesehen, du hast es gegen St. Pauli falsch gesehen und du musst es jetzt schaffen, dass das gegen Freiburg anders ist. Es kann nicht sein, dass dieses Spiel zum 3. Mal hintereinander stattfindet. Also wenn du den ersten Matchball ins Netzball hast, okay, den zweiten wieder ins Netz. Jo, Bruder, dann spiel halt den nächsten Ball ein bisschen höher an, dass der zumindest mal sicher übers Netz geht. Du kannst ja nicht schon wieder dieselbe Technik, wo du dann irgendwie auf Netzroller spielst. Nein, dann musst du halt es schaffen. Und ich weigere mich zu glauben, dass das unmöglich ist. Das habe ich aber vor 3-4 Wochen schon mal gesagt, als wir in ähnlichen Down-Modus waren, wo wir dachten, boah, das wird jetzt nochmal heikler, als wir alle uns vorgestellt haben. Da hat man einfach gesagt, ja, dann trenn die 4 Spiele aus der Saison raus. Das hast du gegen Leipzig geschafft. Jetzt hast du 2-mal gepennt. Ganz ehrlich, dieses Freiburg-Spiel findet hoffentlich in einem kompletten Vakuum statt. Du hast jetzt eine Woche Zeit, dieses komplette Spiel zu lösen von der Saison und das als einzelnes Spiel zu sehen. Und ich finde auch gut, dass die Eintracht schon anfängt. Ganz ehrlich, schick auch ein bisschen Druck nach Freiburg. Die schnuppern auch an der Champions League. Die müssen gewinnen. Die müssen gewinnen. Und die haben auch jetzt die Chance. Und die haben auch in Kiel gewonnen. Und ganz ehrlich, Freiburg, lügt euch nicht selber in die Tasche. Ihr werdet auch richtig enttäuscht, wenn es am Ende doch nicht die Champions League ist. Ja. Wenn ihr jetzt standet auch auf dem Champions League Platz, wenn ihr dann von Dortmund und Frankfurt doch noch gepressen werdet, weil ihr es nicht schafft, gegen uns zu gewinnen. Ja, aber das ist jetzt genau, du sprichst so viele richtige Punkte an, aber jetzt geht es einfach um die richtige Balance auch in dieser Woche. Du musst es trotzdem schaffen, dieses Anheizen, ohne dass es so diesen kompletten Overload gibt, dass die Mannschaft auf einmal so, also völlig wild übers Feld rennt. Also du musst einfach auch es wirklich schaffen, in deiner Ansprache genau diesen emotionalen Trigger zu bedienen, ihnen schon auch weiß zu machen, dass es ein Showdown ist. Also das ist wirklich ein Showdown. Das wird's nicht stimmen. Ja, aber es ist jetzt ein 50-50-Spiel, ganz einfach am Samstag, fliegen oder fliegen oder unentschieden oder fliegen. Du hast das Glück, dass bei dir der Sieg auch ein Unentschieden sozusagen ist. Das Glück hat Freiburg jetzt nicht für diesen Showdown. Das ist ein kleiner Vorteil. Und trotzdem ist halt zu schaffen, dass diese Mannschaft nicht völlig überladen, überfrachtet von allen möglichen Gedanken sozusagen in dieses Spiel kommt. Und das ist ein Drahtseilakt, ein Balanceakt. Das wird jetzt auch eine große Kunst für alle Beteiligten. Und genau das ist in den letzten 2 Wochen nicht gelungen, die Mannschaft dahingehend vorzubereiten. Und das muss diese Woche anders werden und das muss besser werden. Weil ich habe immer gesagt, bei einem Endspiel in Freiburg hätte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Das habe ich weiterhin. Das Gute ist die Konstellation, dass Freiburg gewinnen muss. Das heißt, das Spiel kommt der Eintracht per se von der Konstellation her entgegen, weil du wirst Räume bekommen. Aber machen wir uns nichts vor, es ist Freiburg. Die fressen dich auf zu Hause. Du musst eine Wehrhaftigkeit entwickeln in diesem Spiel, die größer sein wird als in allen Spielen der letzten Wochen zusammen. Sonst wird das nicht funktionieren. Das ist ganz genau, aber das ist doch genau der Punkt. Ja. Das ist genau der Punkt. Du wirst an gewissen Stellen, gerade was dieses Mentale betrifft, was du gesagt hast, nicht überpacen, aber auch nicht zu sehr in der Kontrolle, die du von angesprochen hast. Genau, du wirst einen anderen Modus finden müssen als aus den letzten Wochen, weil der Modus der letzten Wochen war,
50-50. Es war entweder klappt's, wenn es klappt, klappt's richtig. Wenn es nicht klappt, dann klappt's halt nicht. Ja. Du musst einen anderen Modus finden. Du musst was Freakiges machen. Du wirst sagen, wenn Freiburg uns frisst, und ganz ehrlich, du kannst ja drauf einstellen. Freiburg wird nicht die Sterne vom Himmel spielen. Freiburg wird sogar Standards probieren, die werden eklig sein, die werden dich probieren zu ärgern, die werden die auf die Knochen gehen, bla bla. Als Eintracht Frankfurt musst du zurück in den Fight Club Frankfurt, das haben wir schon oft diese Saison gesagt, aber ganz ehrlich, in Freiburg will ich auch keinen Schönheitspreis gewinnen. Ist mir scheißegal, ob die sich das ermogeln, wie St. Pauli das jetzt gemacht hat, ob ständig ein Frankfurt-Spiel auf dem Boden liegen, ich habe einen Krampf. Erwichst dir das da. Und gewinnt irgendwie dieses Spiel. Das muss auch gar nichts von der Erzählung her mit der bis vergangenen Saison jetzt, mit der bisherigen Saison zu tun haben, sondern fahr dahin und wichst die weg und sag den Leute, ihr habt heute keine Chance. Ja. Wir holen uns 3 gelbe Karten und bla 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 bla. Es ist am Ende ein einzelnes Spiel und es ist ein Endspiel, wo du die besseren Voraussetzungen hast. Und jetzt ist Montag, das ist noch nicht so einfach, aber spätestens Mittwoch, Donnerstag muss das genau auch das Narrativ sein, mit dem du arbeitest, weil du kannst jetzt in der Vergangenheit leben, wie du willst, ganz ehrlich, Leute. Diese Ausgangssituation ist trotzdem noch Baba. So, auch liebe Grüße, rest in peace, Rata, wenn ich schon Baba gerade sage. Aber du hast auch diese Möglichkeit. Und als die musst du es auch betrachten. Aber Marvin, warte mal, lass mal ganz kurz. Trotzdem nicht vergessen, was du vorhin gesagt hast. Ja, ganz kurz. Erstmal, liebe Leute, schreibt ihr mal ganz kurz in den Kommentar zum ersten Mal. Seit gefühlt 30 Minuten sage ich das. Ihr seht, wir sind so in Rage, aber so passiert. Vielleicht habt ihr gute Ansätze, wie man die Eintracht zurück in den Modus bringen kann. Aber ich finde es ganz gut und richtig, was du sagst. Denn es geht jetzt nicht um Schönschauspielerei. Es geht tatsächlich zu zeigen, dass man aus Frankfurt kommt. Ja. Also, und das ist vielleicht jetzt mal der Modus. So ist es. Erinnert ihr euch an die Pressekonferenz von Kevin Prince Boateng? Ja. Das war vor einem Spiel in Freiburg. Ja. Was hat er da gesagt? Ja, klar sind wir Eintracht Frankfurt und wollen nach Freiburg fahren und gewinnen. Ja. So, setz irgendeinen auf die Pressekonferenz, der genau diesen Satz nochmal wiederholt. Oder hol Kevin Prince Boateng ins Stadion als mentale Hilfe. Oder vielleicht kann Dino auch seinen Vater anrufen und sagen, stell dich neben mich, Alter. Joe, Alter. Ja. Klaus, Junge. Aber würdest du dementsprechend auch was in der Ausstellung ändern? Eigentlich nicht, weil mit der Ausstellung musst du ja genau in dieses Spiel so reingehen. Ich hätte gestern was geändert, aber nächste Woche würde ich nichts ändern, weil du wirst diese Räume bekommen. Du wirst genau die... Jetzt brauchst du die beiden. Jetzt brauchst du die. Gestern hätte ich vielleicht ein bisschen anders drüber geurteilt, auch schon vor dem Anpfiff. Aber nein, am Samstag musst du mit dieser Mannschaft in dieses Spiel gehen und einfach vor allen Dingen aber unabhängig von... Die Einstellung ist sekundär. Ja. Die Aufstellung, pardon. Die Einstellung. Es geht tatsächlich um die... Die Hauptsache den Scheibe spielt. Einstellung ist mir doch egal. Das hast du kurz gedacht. Ich weiß gar nicht, ob ich da so mitgehen würde in dem Sinne. Ich finde schon, dass man jetzt auch keine Rücksicht mehr auf den einen oder anderen jungen Spieler nehmen kann für dieses eine Spiel. Und wenn ich als Dino Topmann zur Erkenntnis komme, Bahoja ist in der letzten Woche einfach nicht in der Form, dann stelle ich jemand anders. Wen denn auf die Position? Das ist ja schon... Ja, das ist halt die Frage, muss das denn dieses System sein? Oder kann ich vielleicht irgendeinen anderen bringen, der eine Schnelligkeit bringt, Torgefährlichkeit? Fürs Endspiel. Ich würde Can Usun ins Spiel bringen. Ich weiß nicht ganz genau, ob er das reingebastelt bekommt. Er hat es ja offensichtlich mit Batshuayi, als er da plötzlich auf den Außen rumgelaufen ist, auch in Kauf nehmen können. Ich würde jetzt einfach gucken und sagen, hey, ich würde vor dem Spiel die Spieler fragen, bist du bereit, Bruder? Bist du wirklich bereit? Und in den Spielern in die Augen gucken, bist du bereit? Weißt du schon? Weißt du, was du mit dem, John Matteo, weißt du, was du mit Lienhardt machen sollst, Matteo? Zeig mir jetzt noch mal, was ich dir gezeigt habe. Weißt du, was du mit Lienhardt machen sollst? Und wenn John Matteo Bahoja so vorne steht und sagt, na klar, Bruder, Alter, bummst den um, dann will ich ihn spielen lassen. Wenn er aber sagt, wer ist Lienhardt, dann will ich sagen, Bruder, nächster bitte. Wer hat Bock, Lienhardt in die Schnauze zu hauen? Komm her. Ich bin vor allem sehr, sehr gespannt auf die Schlüsselduelle, auf die es ankommen wird. Wie wird sich Christensen gegen Grifo anstellen? Wie wird sich Brown gegen Doan anstellen? Ja. Auf dem Papier sind es eigentlich die beiden richtigen für diese Flügelspieler von Eintracht von Freiburg. Und der Rest kommt genau über diese Einstellung. Und wenn der Bahoja, wie du sagst, die Einstellung in den Augen hat, dann nimmst du ihn. Und wenn er sie nicht hat, was mir gestern schon gefallen hat, war trotzdem bei JB und Usun, als sie reinkamen, auch JB, den ich oft kritisiert habe. Ich fand gestern, die haben schon das richtige Mindset in die Mannschaft gebracht und haben auf jeden Fall ein Bewerbungsschreiben gegeben, dass man sie in dieser Trainingswoche nicht außer Acht lassen sollte. Und ich wünsche dem Trainer, Dino Topmann und seinem Team, dass sie einfach für Samstag die richtige Zusammenstellung wählen und es einfach schaffen, diese historische Chance zu vergolden
und am Ende dann auf dem Römer stehen und feiern dürfen. Ich gönne es und wünsche es der Eintracht. Eine anstrengende Woche wieder. Es wird eine anstrengende Woche, wir müssen leiden. Wieder. Aber du hast eben über Unentschieden gesprochen, aber trotzdem kann ja das Unentschieden nicht das Ziel sein. Nein. Das Ziel muss immer der Sieg sein. Und das ist, glaube ich, ganz klar. Ja, weil wenn du auf Unentschieden spielst, bist du der erste Verlierer. So wir müssen auf Sieg spielen, wenn es am Ende ein Unentschieden ist. Und das Ding ist, und das ist ja, ich glaube, das macht diese Eintracht, auch die Fans ein bisschen buschig, ist, glaube ich, die Tatsache, dass wir alle wissen, dass die Spieler eine Qualität haben. Wenn Leute es nicht auf die Kette bekommen, weil wir wissen, dass sie nichts können, dann ist es halt so, ja. Aber da wir wissen, dass da Einzelspieler auch im Korsett ja durchaus gut funktionieren, dann triggert es einen noch mehr, wenn man weiß, dass sie nicht an ihr Leistungsmaximum kommen. Und ich glaube, was wir jetzt am Wochenende, am Samstag, am 34. Spieltag, der letzte geheiligte Spieltag Samstag in dieser Bundesliga, wo alle um die gleiche Uhrzeit spielen, was wir ab 15:30 Uhr sehen wollen, ist, dass diese Mannschaft alles gibt. Und wir gucken dann, was das Ergebnis ist. Und ich glaube, wir können trotzdem positiv sein, denn die Eintracht hat uns schon manchmal negativ überrascht, aber die Eintracht der letzten Jahre hat uns oft genug auch positiv überrascht. Und ich bleibe dabei, wenn die Eintracht das Positive rauszieht, denn es geht hier nicht um den Abstieg. Es geht hier darum, kann ich krass die Champions League erreichen oder wird's nur in Anführungsstrichen der von vielen viel geliebtere Europacup? Das ist ja auch gar nicht so schlimm, sondern kann ich mich in diese Eintracht-Balance der ganz Großen, Jeboa, kann ich mich mit JJ Okocha, kann ich mich in die Riege Maurizio Gaudino schießen oder bin ich just one of the guys? Das ist die Chance. Und ich glaube, es ist eine Chance und was Geiles. Und deswegen, wenn wir am Samstag gewinnen und ich bleib positiv und ich nehme dich mit und ich will nie wieder dieses komische Badener Lied hören von dir. Die sind Frankfurt, Alter! Ich weiß, Highlights an diesem Wochenende sind vielleicht ein bisschen schwierig. Dieses 2:2 gegen St. Pauli war ein anstrengendes Spiel. Trotzdem können wir Lehren draus ziehen in jeglicher Hinsicht. Guckt euch all das an, was am nächsten Samstag gegen Freiburg genauso nicht passieren darf. Und kommt noch mal rein in diesen Endspielmodus zusammen mit uns. Und dann werden wir hoffentlich eine geile Sommerpause haben mit Blick auf die anstehende Champions-League-Saison. Und als besonderes Highlight, 21. August, wenn ihr noch keine Tickets habt, Fußball 2000 live in der Batsch Cup. Bis dahin versüßt euch die Zeit nochmal mit zumindest 2 Eintracht-Toren von gestern und denkt dran, euch Tickets zu holen. Hier geht's zu den Highlights.